Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Karim. Heute geht es um das Thema Drohne fliegen und wie man damit tolle Bilder einfängt und was man dabei zu beachten hat. Viel Spaß! Bevor ich mit meiner Drohne überhaupt in die Luft steige, ist erst einmal besonders entscheidend, von wo aus ich überhaupt starte. Das darf erstmal keine Flugverbotszone sein. Dort sollen keine Bäume in der Nähe sein, an denen ich beim nach oben steigen gleich hängen bleiben würde, genauso auch wie keine Stromleitungen vorhanden sein. Auch sollte man sich überlegen, ob man nicht irgendwo vielleicht eine leicht erhöhte Position sucht, denn von dort hat man oftmals die besten Funkverbindungen zu seiner Drohne. Während bei der Actioncam am Helm oder am Motorrad im Prinzip der Blickwinkel bereits vorgegeben ist und nur Richtungswinkel kommen aufgrund des Straßenverlaufs oder in die Richtung, in die ihr letztendlich fahrt, hat man mit seiner Drohne noch einmal wesentlich mehr Möglichkeiten. Hierzu möchte ich euch ein paar interessante Flugmanöver zeigen, die das Interesse eurer Zuschauer wecken werden. Einer meiner absoluten Favoriten, das ist der sogenannte Point of Interest oder auch Orbit Shot genannt. Ihr fliegt das Objekt eurer Begierde an, markiert das Objekt auf eurer DJI Fernbedienung oder auf eurem Smartphone und lasst dann die Drohne schön um dieses Objekt herumkreisen, so dass der Zuschauer auch einen wunderbaren Eindruck von diesem Objekt erhält. Eine Perspektive, die euch eigentlich nur die Drohne ermöglicht, ist die sogenannte Draufsicht oder auch Bird's Eye View genannt. Der Blick direkt von der Drohne von oben 90 Grad Tilt der Kamera nach unten und ihr habt so wunderbare Straßenverläufe drauf und ermöglicht Perspektiven, die man sonst so als Mensch überhaupt nicht zu sehen bekommt. Genau diese Draufsicht oder Bird's Eye View ist es, der euch auch wunderbar in eine Szene einführen lässt. Ihr beginnt die Kameraperspektive mit einer Draufsicht und dann eröffnet ihr das gesamte Geschehen mit einem Kippen der Kamera langsam nach oben und zeigt so dem Zuschauer die gesamte Szenerie. Eine weitere Möglichkeit, den Zuschauer in ein großes Bild einzuführen, ist, an einem Objekt ganz nah zu beginnen und dann rückwärts zu fliegen und es weit zu öffnen. Selbstverständlich könnt ihr auch vorwärts fliegen und es später in eurer Schnittsoftware gerade umkehren. Für uns Motorradfahrer eine weitere sehr interessante Perspektive ist die Verfolgungsansicht. Mit meinen Kumpels habe ich es meistens so gemacht, dass ich an geeigneter Stelle stehen geblieben bin und diese dann einen Streckenabschnitt gefahren sind und ich währenddessen mit der Drohne hinterher geflogen bin. Variante 2 wäre, den Tracking-Modus der Drohne zu verwenden. Der ist allerdings mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Erstens einmal braucht ihr einen Straßenabschnitt, der wirklich sehr verkehrsarm ist. Besser noch wäre es, irgendwo auf dem Schotter unterwegs zu sein. Der Tracking-Modus geht meistens nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit. Im Falle von der DJI Mavic Air 2 bis zu 30 Stundenkilometer, sodass die Sicherheitssensoren noch an sind und die würde ich auch in jedem Fall anlassen. Denn selbst wenn, kann es manchmal knapp werden. Wie ihr hier sehen könnt, arbeitet das Tracking-System nicht einwandfrei und die Drohne stoppte gerade noch rechtzeitig vor der Felswand.
Schließlich stellt sich noch die Frage, wohin mit der Fernbedienung auf dem Motorrad. Eine tolle Halterung stellt euch jetzt der Alex von Alex on Road vor. Ich wollte dir noch was anderes zeigen. Du bist ja derjenige, der immer alle möglichen Gadgets vorstellt, über die ich übrigens sehr, sehr dankbar bin, weil es einfach tolle Ideen dabei sind. Ich habe nämlich auch etwas zu zeigen. Und zwar möchte ich dir diese kleine Halterung zeigen. Also hier gibt es eine Rohrhalterung, die groß genug ist für den Lenker von der Africa Twin, wie du siehst. Und dann gibt es diese Plastikform. Und du ahnst schon, wofür das ist. Das ist nämlich für die Remote Control von der DJI Mavic Air 2. Und dann so wird die auch eingehangen. Und dieses Teil ist mir eben runtergefallen. Das heißt, da kann man das einstellen und auch feststellen. Und dann hast du die DJI auf dieser geilen Halterung und kannst das Ganze dann an deinen Lenker schrauben. Das Ganze ist hier auch hochwertiges Metall. Das ist wirklich sehr fein gedrechselt. Du hast hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie du siehst. Ich bin wirklich super begeistert. Jetzt zeige ich dir noch die Quelle von dem Ding. Kommt von einer Firma, die nennt sich RC Geek. Den Link zu dieser Fernbedienung findet ihr in der Beschreibung des Videos. Wer eine BMW fährt, dem empfehle ich noch einen Blick auf die vorgeschlagene Halterung von Walle und Tour. Und wer wie ich eine DJI Smart Control hat, die schon einiges mehr an Gewicht mit sich bringt, der braucht noch etwas anderes. Ich habe mir hier Folgendes zusammen konstruiert. Wir haben hier einmal die DJI Smart Control, wie ihr hier sehen könnt. An die habe ich unten eine RAM-Mount-Platte in die 2 Aufnahmen reingeschraubt. Dazu braucht es dann noch 2 weitere Halterungen mit Kugelgelenkadaptern. Einmal dieses längliche Teil hier und einmal diese Klammer, die dann schließlich an den Lenker kommt. Das Ganze habt ihr dann mittig im Lenker vor euch, könnt also den Blick weiterhin auf die Straße richten und zwischendurch kurz einen Blick runterwerfen auf die Kamera, ob die Drohne euch noch weiter am Folgen ist. Ich hoffe, euch haben die Tipps gefallen und ich konnte euch ein paar Anregungen geben für eure nächsten Drohnenflüge. Wenn ihr selber noch weitere Vorschläge habt, so schreibt die doch bitte unten in die Kommentare rein. Wenn es gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da und wenn ihr auch das nächste Reisevideo von mir und Freunden oder Kumpels nicht verpassen wollt, so abonniert einfach den Kanal. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle und wünsche wie immer allzeit gute und sichere Fahrt und bis